Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es bei mir Gemüse, Omelette-Rolle aus dem Ofen. Auch Feta-Käse ist dabei. Es schmeckt wunderbar, leicht zuzubereiten und es ist sehr gesund. Macht es nach. Wie es geht, sage ich euch jetzt. Bleibt dabei. Hier schon mal die Zutaten für euch. Ich habe hier Mehl, Mais, Paprika, Karotten, Lauchzwiebel, Eier, Feta-Käse, Milch, Schmand, Gewürze, Salz und Pfeffer, ein bisschen Backpulver und ich brauche noch ein Esslöffel Öl. Es geht los mit Gemüseschneiden. Die halbe Paprika schneide ich in schmale Streifen. Die Karotten muss ich erstmal hier trennen und dann auch in Streifen schneiden. So sollten die Stücke ungefähr aussehen. Den Lauchzwiebel schneide ich in Ringe. Das Gemüse ist jetzt geschnitten. Bevor ich an den Teig dran gehe, werde ich meinen Ofen erstmal vorheizen. Habe ein bisschen Öl hier, Rapsöl reingemacht auf dem Blech, auf dem Backpapier und dann mit Papier so verteilt. Dann kommt das in den Ofen, wie ich gesagt habe, und das wird erstmal vorgeheizt. So, da haben wir 175 Grad, Umluft. Und los geht's mit dem Teig machen. Dann habe ich in eine Schüssel Mehl, dann gebe ich Salz dazu, Pfeffer, Backpulver, die 5 Eier kommen noch rein und gut umrühren alles. Jetzt kommt noch die Milch dazu, so nach und nach. Und was ich noch vergessen habe bei der Zutatenvorstellung, habe vergessen zu sagen, ich nehme auch noch ein bisschen Mineralwasser. So. Und dann schäumt das so schön, wie man sieht. Und fertig ist die Teigmasse. So, jetzt ist das Blech vorgeheizt und kommt die Masse rein. Ich verteile das gleichmäßig. Dann werden die geschnittenen Paprikastücke verteilt. So, jetzt bin ich bei Karotte. Dann Mais, Lauchzwiebel und zum Schluss kommt die Feta, zerbrösel ich hier direkt oben drauf. Noch die restlichen Lauchzwiebelstücke. So, dann haben wir eine richtig bunte Sache hier. Jetzt kommt alles in den Ofen für etwa 20 bis 30 Minuten rein. Und in der Zwischenzeit, dann mache ich den Dip. Jetzt laufen wir zu meinem Kräuterbett. Ich brauche jetzt für den Dip Schnittlauch und Petersilie und da werde ich mir ein bisschen hier schneiden. Und jetzt trenne ich die Blätter von der Petersilie. Ich möchte nur die Blätter haben und dann klein schneiden. Und den Schnittlauch muss ich auch hier ein bisschen sortieren. Es gibt auch ein paar Blümchen. Dann schneide ich auch klein. So, jetzt wird alles zusammen verrührt. Dann habe ich hier Schmand. Dann gebe ich noch meine Petersilie dazu. Auch Schnittlauch. Salz ein bisschen. Ein bisschen Pfeffer. So, gut umrühren. Jetzt gucke ich einmal rein. Ja, fertig. Oh. So, ich ziehe erstmal so hier rüber und es wird aufgerollt. So, jetzt wird das in Scheiben geschnitten. Vorsichtig, ist noch heiß. Et voilà!
Unsere Omelette-Rolle ist fertig zum Servieren. Sieht wunderbar aus, schmeckt auch wunderbar. Macht es nach, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ja, dann lasst ein Abo da in der Ecke, da auf den Button drücken. Kommentiert und seid dabei bei dem nächsten Video. Bleibt gesund, ihr Lieben. Eure Tati. Tschüssi und guten Appetit.